Hallo meine lieben Freunde von altem Lego. Heute beginnen wir wieder mit einer vollständig neuen Themenwelt. Mit der legendären klassischen grauen 12-Volt-Eisenbahn von 1980. Ich habe sehr lange einen großen Bogen darum gemacht, weil sie viel zu teuer, zu kompliziert und besonders empfindlich ist. Jetzt stürzen wir uns aber alle gemeinsam ins Abenteuer und werden alle 6 Züge vom ersten Jahr 1980 zusammenstellen. Die 4 12-Volt-Züge sind gesuchte, teure Sets. Aber wir vergleichen auch den neuen 4,5 Volt Batteriezug und werden die 2 Schiebezüge mit den verschiedenen Möglichkeiten motorisieren. Im heutigen ersten Video beginnen wir mit dem Bahnhof und mit der Beleuchtung, als Beginn unseres großen gemeinsamen Abenteuers. Eine elektrische Eisenbahn bringt immer viel Bewegung in jede Lego-Stadt. 1966 gab es die erste blaue Eisenbahn mit dem 4,5 Volt Batteriemotor und 1969 mit dem 12 Volt Fahrregler. Besonders malerisch ist der farbenfrohe Westernzug von 1975. Die letzten blauen Eisenbahnsets gab es 1979 schon bei der neuen Minifigurenstadt. Für die Legoland-Stadt von 1980 hat mir die Eisenbahn bisher noch gefehlt. Wir werden uns jetzt die Sets gemeinsam zusammenbauen. Bei den besonders teuren Sets werde ich mir nur die wesentlichen Originalteile besorgen, die für die Funktion wichtig sind. Ganz genauso wie ich es schon beim elektronischen Zug mit Pfeiffernsteuerung 118 von 1968 gemacht habe. Das war bis jetzt eigentlich das wertvollste Set, das ich besitze. Ich habe es mir aber nicht vollständig zum vollen Preis gekauft, sondern nur die 4 wesentlichen Einzelteile. Die Steuereinheit und das Mikrofon habe ich um 40 € bekommen. Ich habe eine normale Batteriebox ohne roten Punkt verwendet, die Kabel selbst gemacht und der alte, schwache Motor ist sowieso das billigste Teil von diesem Set. Mein teuerstes Lego-Teil, das ich bisher gekauft habe, ist die Original-Lego-Pfeife um 70 €. So habe ich mit den wesentlichen Originalteilen ein funktionsfähiges Set nachgebaut, ohne die Kosten für eine vollständige Packung zu haben. So ähnlich werden wir uns auch die großen, teuren Sets vom grauen 12-Volt-Zug zusammenstellen. Als Kind kannte ich niemanden, der eine Lego 12-Volt-Eisenbahn hatte. Für meine Legoland-Stadt auf den Straßenplatten habe ich einen ganz einfachen Batteriezug zusammengebaut. Ich hatte nämlich das 4,5 Volt Motorset 901, wo Eisenbahnräder und eine Lokomotivgrundplatte dabei waren. Im Spielwarenladen gab es damals die Wand mit den Servicebeuteln, wo ich mir die Kupplungen und die Waggonräder gekauft habe. Im Gemischtwarenladen in unserem Dorf gab es noch die blauen Schienen als Ladenhüter. Diese paar Teile reichten mir schon für eine einfache Eisenbahnlinie in meiner Legoland-Stadt. Ich habe mir auch den bewachten Bahnübergang 7834 gewünscht und das war tatsächlich mein einziges graues 12-Volt Eisenbahnset, das ich hatte. Ich kann mich gut erinnern, dass bei dieser Packung 2 12-Volt Stromleitmittelschienen dabei waren, die ich überhaupt nicht gebrauchen konnte. Ich habe sie einfach weggeworfen.
Das war die Lego-Eisenbahngeschichte aus meiner Kindheit und der bewachte Bahnübergang 7834 von 1980 ist das erste Set der Grauen Eisenbahn, das wir uns heute gemeinsam anschauen. Er besteht aus 87 Teilen. Auf einer geraden Straßenplatte ist der alte Bahnübergang von 1968-69 mit 2 verschiedenen Bahnschranken mit linksseitigen und rechtsseitigen Hebel aufgebaut. Vor dem Bahnwärterhaus sitzt auf einem gelben Autosessel eine einfache, unbedruckte Minifigur mit Schildkappe. Es gibt 2 gelbe Autositze, einer vor dem Haus und einer im Haus. Im Bahnwärterhaus steht ein graues Weltraumschaltpult auf einem grauen 1x2-Stein. Das kleine blaue Häuschen hat weiße Fenster und Türen und ein traditionelles rotes 45-Grad-Dach. Auf beiden Seiten vom Bahnübergang sind 2 Verkehrsschilder. Bei der Packung ist auch eine seltene hohe Zypresse dabei. Es gibt 2 gerade Schienen. Für die 12-Volt-Züge ist eine stromführende Mittelschiene dabei, die man beim 4,5-Volt-Betrieb herausnehmen kann, und der Schienenkanal wird mit einer großen Abdeckfliese aufgefüllt. Bei den grauen Schienen sind alle Teile erneuert worden, mit besonderen dunkelgrauen Schwellen, die die Schienen mit Clips festhalten. Damit ist das neue System viel stabiler, aber gleichzeitig sind die alten Schwellen empfindlicher und können leicht brechen, wenn sie alt und ausgehärtet sind. Neu sind auch die Stromanschlüsse an der Oberseite der Leitschienen. Trotz der Clips und Klemmringe sind die neuen Schienen zu 100% mit den alten Schienen voll kompatibel. Das schaut einerseits aus wie ein Vorteil, aber in Wirklichkeit wird doch niemand das alte blaue Material mit den neuen grauen Schienen gleichzeitig auf derselben Anlage verwenden. Jetzt suchen wir uns nach der Reihe die restlichen Sets zusammen. Mein Sammlungsziel ist nicht das perfekte Einzelset, sondern die Kombination und Zusammenstellung der vollständigen Spielwelt, die ich mir in meinem Hobbyraum in der Vitrine ausstellen kann. Zuerst suche ich natürlich nach den vollständigen Sets auf den verschiedenen Verkaufsplattformen. Mein erster Ansprechpartner ist immer Blankistone, der größte und beste Brickling-Store Italiens, der sich direkt in meinem Nachbardorf befindet. Natürlich kann ein einzelner Händler nicht immer alles vorrätig haben, vor allem wenn ich so alte, ausgefallene Sachen brauche. Aber wenn ich schnell einzelne Teile brauche, dann ist ein kurzer Besuch im Shop einfach eine unverzichtbare Hilfe. Um Versandkosten zu sparen, bevorzuge ich die italienischen Kleinanzeigen. Auf eBay habe ich diesmal überhaupt nichts gekauft und die besten Schnäppchen habe ich auf Bricklink gefunden. Bei den teuren Sets stelle ich mir Suchlisten zusammen und kaufe mir nur die wesentlichen Teile. Die unwichtigen Teile ersetze ich in der Zwischenzeit mit alternativen Bauteilen und lasse sie auf der Suchliste, bis ich sie später einmal bei einer Gelegenheit finde. Den Bahnübergang habe ich mir ja schon aus den vorhandenen Steinen selbst zusammengebaut. Es ist das erste Set aus der Auswahl, die ich mir gerne zusammenstellen möchte. Die Packungen habe ich mir aus dem Katalog ausgewählt und habe mir eine Einkaufsliste zusammengestellt, die ich nach der Reihe abgearbeitet habe. In 3 Wochen hatte ich alle Sets zusammen. Den Bahnhof habe ich erst einmal bei Blankistone gesehen, damals habe ich ihn aber noch nicht gebraucht und inzwischen wurde er schon verkauft.
Weil ich in der kurzen Zeit kein passendes, vollständiges Set gefunden habe, bauen wir den Bahnhof aus meinem Steinelager zusammen mit Spezialteilen, die ich bei Blankistone gekauft habe. Was er nicht hatte, habe ich bei einem anderen italienischen Brickling Store bestellt. Der Bahnhof hat 4 Straßenlampen, die ich gerne mit 12 Volt beleuchten möchte. Die nötigen Teile habe ich bei verschiedenen Anbietern zusammengesucht, unter anderem bei diesem hier. Für den Betrieb brauchen wir auch einen 12-Volt-Transformator, den ich mir mit der niederländischen Pannenhilfe mitbestellt habe. Weil ich sowieso im Ausland lebe, ist es von den Versandkosten her für mich egal, ob ich mir die Pakete aus Deutschland, Frankreich oder den Niederlanden schicken lasse. Den Schiebezug habe ich mir ganz normal auf Bricklink aus Frankreich bestellt, zu einem unglaublich günstigen Preis von 25 €. Und gleichzeitig konnte ich beim selben Händler noch eine ganze Menge gesuchte Steine finden, die ich für die Schiebelok verwenden kann. In diesem Paket ist der 12-Volt-Motor und neben vielen Einzelteilen habe ich auch den Personenwagen für die Schiebelok mitbestellt. Den Batteriezug habe ich zu einem akzeptablen Preis auf den Kleinanzeigen in Italien gefunden. Ich konnte zwar nichts mitbestellen, aber dafür waren die Versandkosten niedrig. Beim legendären DEE könnte man sich monatelang umsehen und viele Schnäppchen finden. Ich habe einfach das billigste Set auf Bricklink genommen. Ich musste es mir aus Großbritannien schicken lassen. Matt war sehr freundlich und hat für den Versand nur 10 Pfund verlangt. Mit dem Zoll kam ich aber dann doch wieder auf den Normalpreis von 180 € ohne Zubehör mit ungeprüftem Motor. Das größte Paket habe ich von einem spezialisierten 12-Volt-Store in Schweden gekauft. Statt dass ich den teuren roten Motor um 140 € einzeln gekauft habe, habe ich gleich das ganze Güterzugset genommen. Denselben roten Motor kann ich auch für die große Tenderlokomotive verwenden. Dieser Brickling Store hatte gleichzeitig alle 4 großen Räder und er hatte auch viele billige Schienen. Bei den Waggons möchte ich mir aus Einzelteilen den Shell-Kesselwagen und den Kranwagen bauen. Dann würde mir nur noch der rote Postwagen fehlen. Vom teuren elektronischen Zubehör habe ich mir nichts gekauft, aber wir werden uns doch eine ferngesteuerte Weiche anschauen. Da ich überall gerne in seichten Gewässern die billigsten Sets abgefischt habe, fehlen natürlich großteils die Aufkleber. Deshalb habe ich mir die Replacement-Stickerbögen beim Bricksticker Shop bestellt. Das alles hatte ich nach 3 Wochen im Haus und habe dafür meine YouTube-Einnahmen von einem halben Jahr ausgegeben. Ich möchte mich nochmal bei euch allen herzlich bedanken, dass ihr meinen kleinen Kanal mit euren zahlreichen Aufrufen so großzügig unterstützt. Im heutigen ersten Video werden wir uns nur den Bahnhof aufbauen und wir werden ihn auch mit dem 12-Volt-Transformator beleuchten. Das vollständige Set habe ich leider im Angebot bei Blankistone um 100 € verpasst und so habe ich mir die Einzelteile zusammengesucht, die er zur Verfügung hatte. Alles bunt gemischt aus meiner Suchliste für alle Sets vom aktuellen Projekt und auch noch einige Teile, die von älteren Sets übrig sind, die mir fehlen und auf der Suchliste geblieben sind. Wir öffnen jetzt die Beutel und schütten alle Teile in eine Wühlkiste. Hier finden wir jetzt auch die gelben Rundplatten, die mir für die Sitze im Bahnwärterhäuschen gefehlt haben. Ich kann jetzt die vorläufigen weißen Teile mit den richtigen gelben Teilen austauschen.
Ein Sitz steht vor dem Häuschen und derselbe gelbe Autositz im Innenraum hinter der Tür. Für den Bahnhof brauchen wir unglaubliche 11 Stück der besonders seltenen grauen 6x24 Platten, die häufig stark vergilbt und oft auch beschädigt sind. 4 Platten habe ich mir um 6 Euro das Stück gekauft. Eine hatte ich noch selbst in meinem Steinelager und die restlichen 6 Stück müssen wir uns von den schönen alten blauen Waggons von 1966 ausleihen. Das waren damals schon wunderbare Waggons mit einzigartigen zweiachsigen Drehgestellen. Nach 1966 gab es 14 Jahre lang nur noch zweiachsige Waggons, bis wir uns jetzt 1980 wieder Drehgestelle mit den neuen Steckerplatten bauen können. Ein altes Drehgestell habe ich mir noch mit den Teilen mitbestellt. Zum Bahnhof gehört der rote, transparente Schriftstein ohne Mittelsäulen. Die Fenster sind später für die blaue Rangierlok. Diese Teile hatte ich selbst in meinem Steinelager. Und dann brauchen wir noch die 2 Straßenlampen für den Bahnsteig, die ich als Einzelteile mit diesem Paket bestellt habe, gemeinsam mit einigen anderen wichtigen Teilen aus meiner Suchliste. Wir machen jetzt das kleine Päckchen auf. Hier ist etwas Süßes dabei, vielen Dank dafür. Ein Ständer für eine Straßenlampe kostet 1 Euro, ein Gittermast 3 Euro. Die Qualitäten sind aber sehr unterschiedlich, oft sind die Masten stark vergilbt oder sogar angebrochen. Die Gittermasten haben genau das Profil von einem 16 Noppen langen und einen Stein hohen, niedrigen Gartenzaun. Mit dem Gitter werden die Masten in einer Snot-Bautechnik auf die 3 Noppen des Ständers geklemmt. Als Lampenschirme werden Parabolspiegel verwendet und es gibt weiße 12 Volt Leuchtsteine. Diese sind das neue Modell von 1983 mit der Streulinse und mit dem zusätzlichen Mittelloch für den neuen Stecker. Jetzt können wir uns die Teile für den Bahnhof zusammensuchen mit den Teilelisten, die wir uns entweder auf den Plattformen Bricklink oder Brickall anschauen können. Die Bauanleitungen findet man auch alle online auf verschiedenen Plattformen. Auf Brick Instructions gibt es die Anleitungen im Bildformat und auf Toys Period als PDF. Jetzt habe ich alle 372 Teile für den Bahnhof zusammengesucht. Die 11 großen grauen 6x24 Platten, die vielen kleinen Spezialteile, der schwarze Unterbau und der rote Aufbau. Von den 11 großen Platten lege ich die schönsten für das Dach beiseite. Die vergilbten und beschädigten nehme ich für den Unterbau. 4 Platten bilden die Grundfläche für das Bahnhofsgebäude. Darunter kommen kleine schwarze 2 Steine hohe Stützen aus 1x2 und 2x2 Steinen. Vorne links und rechts sind sie eine Platte niedriger gebaut für das Gleisbett. Die vorderen Eckstützen sind um eine Noppe nach innen versetzt. Auf der Innenseite kommt eine Stiege in den Eingangsbereich des Bahnhofs. Mit 2 breiten Stufen aus 2 2x6 und 2 1x6 Platten. Auf die Vorderseite bauen wir 2 graue 6x24 Platten quer unter das Gleisbett. Die Platten passen dabei genau zwischen 2 Schwellen der Schienen. Vom Bahnsteig gibt es 2 rote Wartungsleitern zum Gleisbett und einen Gleisübergang aus 4 roten 2x2 Fliesen. Das Gleis besteht insgesamt aus 4 Schienenelementen. Es ist ein 4,5 Volt Gleis und es sind keine 12 Volt Mittelschienen dabei.
Auf der rechten Seite des Bahnhofs gibt es einen kleinen, offenen Güterverladehof. Auf der Straßenseite hat er eine Güterverladerampe mit 2 weißen Garagentoren auf Scharniersteinen. Die rechte Seitenwand hat ein Wohnhausfenster mit gelbem Rahmen und weißen Fensterflügeln. Ein zweites Fenster kommt in die Rückwand. Den Abschluss bildet eine Reihe Platten und vor dem Güterverladehof am Bahnsteig bauen wir den Stiegenaufgang für die Gleisüberführung. Das Bahnhofsgebäude hat links einen Warteraum mit einer schwarzen Bank und 3 gelben Autosesseln. In der Mitte ist der Schalterraum mit 2 gegenüberliegenden Fahrkartenschaltern. Einer geht zum Warteraum und der zweite auf der gegenüberliegenden Seite zum Eingangsbereich. In den Wänden sind 3 gelbe Fenster und der Schalterraum hat eine weiße Eingangstür. Oben haben die Wände eine schwarze Steinreihe als Abschluss. Der Schalterraum bekommt ein schmales Dach aus einer 6x10 Platte ohne Vordach. Das andere Dach besteht wieder aus 2 großen 6x24 Platten. Ich muss vorsichtig sein, eine ist am Rand schon gerissen. Das Dach bildet einen großen Eingangsbereich. Über den Eingang kommt der transparente rote 1x6 Stein ohne Mittelsäulen mit dem Stationsaufdruck. Über dem Schalter ist ein schwarzer Rundstein als Kamin. Vor dem Fahrkartenschalter steht ein schwarzer Absperrbügel. Und über dem Bahnsteig kommt die große Bahnhofsuhr. Das runde Ziffernblatt ist aus roten Steinen gebaut und hier brauchen wir den ersten Aufkleber für dieses Set. Die originale Bahnhofsuhr ist zwar auch schon ab 2,50 € zu bekommen, ich habe mir aber vorläufig Replacement Stickers bestellt, auch für alle anderen Sets, wenn mir irgendwo ein Aufkleber fehlen sollte. Die Formel 1 Aufkleber sind für meine Tochter. Für den Bahnhof gibt es 2 kleine Aufkleberbögen, einen transparenten Aufkleber für die Fahrplantafel und 2 besondere Aufkleber auf Spiegelfolie mit Ziffernblättern der großen Bahnhofsuhr, die man vorne und hinten an der Uhr aufklebt. Die originale Bahnhofsuhr werde ich mir dann einmal bei Gelegenheit in Ruhe nachkaufen. Bei der Packung sind 3 Figuren dabei, ein Arbeiter mit Helm, wahrscheinlich ist es ein Rangierbediensteter, als Straßenkehrer würde er wohl keinen Bauhelm brauchen. Als zweite Figur gibt es den Bahnhofsvorsteher mit der roten Mütze. Auf der Rückseite der grauen Kelle ist ein Aufkleber mit dem grünen Abfahrtssignal. Am Bahnsteig bauen wir jetzt die zweite Treppe für die Bahnüberführung weiter. Insgesamt sind es 9 Stufen. Auf der gegenüberliegenden Seite vom Gleis kommt ein zweiter Bahnsteig aus 2 weiteren großen grauen 6x24 Platten. Wieder mit den kleinen schwarzen 2 Steine hohen Stützen, die auf den Seiten nur 1 Stein und 2 Platten hoch sind und auf die Querplatten unter dem Gleisbett aufgesetzt werden. Auf die Innenseite kommen 2 rote Aufstiegsleitern für die 2 roten Gleisübergänge. Am Bahnsteigende bauen wir eine zweite Stiege mit 8 Stufen aus grauen 2x6 Platten, mit 17 schmalen roten umgekehrten Schrägsteinen und einer 11 Steine und einer Platte hohen Stütze mit einem Querträger. Die 11. und letzte große graue 6x24 Platte wird zum Brückensteg vom Bahngleisübergang. Das Geländer hat zwischen Pfosten aus 1x1 Steinen 10 rote Gartenzäune.
Die dritte Figur im Bahnhofset ist eine Frau mit einer Fahrkarte in der Hand, die gerade über den Bahnübergang geht. Der Gleisübergang wird nur von den 2 Treppen und 2 Stützen gehalten und ist wegen den 2 langen Platten oben und unten sehr stabil. Der große Treppenübergang bildet den Abschluss vom Bahnhofsbereich. Auf der Straßenseite haben wir den offenen Güterverladebereich ohne Überdachung aus 2 Abschlussmauern mit Fenstern und einer Verladerampe mit den 2 weißen Garagetoren. Auf den Bahnsteig kommt noch eine zweite Sitzbank mit 3 gelben Autositzen, ganz genau wie im Warteraum. Und eine Fahrplantafel auf einem zweiten schwarzen Bügel aus 3 gelben 1x4 Steinen mit 2 transparenten Aufklebern auf beiden Seiten. Auf der Fahrplantafel sind alle Packungsnummern und Uhrzeiten durcheinander gemischt. Es scheint auch die Güterzuglokomotive, der Kranwagen und der Postwagen als eigener Zug auf und die Schiebelok 7810 fehlt in der Auflistung. Links und rechts kommen 2 Ständer mit Gittermasten für eine Doppelbahnsteiglampe. Durch eine Gitteröffnung stecken wir eine 6 Noppen lange Technikachse, links und rechts befestigen wir sie mit 2 Buchsen, an die Enden kommen 2 Achshalter, in die Öffnungen der Achshalter stecken wir die Noppe des Parabolspiegels, der als Lampenschirm für die Bahnsteigsbeleuchtung dient. Auf die rechte Seite des Bahnsteigs kommt ein zweiter Gittermast mit einer zweiten doppelten Bahnsteigsbeleuchtung. Damit ist der Bahnhof vollständig aufgebaut, die großen Grundplatten halten ihn unten relativ stabil zusammen, obwohl sie nur durch die kleinen schwarzen Steine zusammengehalten werden. Der Gleisübergang mit den 2 Stiegen ist ein Blickfang, im hinteren Eck haben wir die Güterverladerampe ohne Dach. Auf der Straßenseite ist der große Eingangsbereich mit einer breiten Aufstiegstreppe und einem großen Vordach. Im Innenbereich haben wir links den Warteraum mit der Sitzbank, in der Mitte den Schalterraum mit den 2 Fahrkartenschaltern, einer zum Warteraum und einer zum Eingangsbereich. Die große Gleisüberführung mit den 2 Treppenaufgängen und der großen Brücke. Jetzt schauen wir uns nochmal die Straßenseite an mit der Verladerampe und dem Eingangsbereich. Das Gleisbett und hier ist der Bahnsteig 2. Der Bahnsteig ist für 2 Waggons ausreichend lang und es gibt sehr viele Spielfunktionen. Die Frau geht zum Bahnhof, steigt über die Treppen zum Eingangsbereich hoch, kauft sich am Fahrkartenschalter eine weiße Fliese als Ticket. Es ist ein kleiner Bahnhof und der Bahnhofsvorsteher verkauft selbst die Fahrkarten. Die Frau geht mit ihrer Fahrkarte über den Gleisübergang zum Bahnsteig Nummer 2. Sie schaut sich die Fahrplantafel an mit den verschiedenen Zugnummern und Uhrzeiten. Dann setzt sie sich geduldig auf die Wartebank und wartet auf den Zug. Heute wird aber kein Zug mehr kommen, da muss sie bis zum nächsten Freitag warten. Heute werden wir noch für eine stimmungsvolle Beleuchtung sorgen mit den 12-Volt-Lampen. Das Bahnhofsschild ist ein transparent roter Schriftstein aus dem 4,5 Volt Beleuchtungsset 970, bei dem 2 gelbe 4,5 Volt Leuchtsteine dabei waren. Für die Eisenbahnbeleuchtung verwenden wir aber die weißen 12 Volt Leuchtsteine, die unter anderem im Straßenlampenset 7867 von 1983 dabei waren. Allerdings sind das schon die neuen Lampensteine mit dem Mittelloch im Stecker. 1980 gab es die alten Kabel mit den alten einzelnen Steckern.
und 1983 kamen dann die neuen Kabel mit dem neuen zusammenhängenden Stecker mit dem Plastikstift in der Mitte zur Fixierung. Die neuen Lampensteine von 1983 haben eine Streulinse. Bei der Bahnsteig- und Streckenbeleuchtung kommen sie einfach unten auf den Lampenschirm. Sie sind auf der Unterseite transparent und leuchten so nach unten. Wir beleuchten auch das Bahnhofsschild und den Fahrkartenschalter. Insgesamt brauchen wir 6 12-Volt-Lampensteine. Bei den alten Verbindungskabeln gibt es einzelne Stecker. Mit ihnen können die Kabel auch zusammengesteckt und verlängert werden. Für die Doppelstraßenlampe verbinden wir 2 Lampensteine mit einem kurzen Kabel. An 2 Stecker schließen wir dann den langen Anschlusskabel an. Die Kabel wickeln wir mehrmals um die Technikachse und um den Gittermast. Die 12-Volt-Eisenbahn der 80er Jahre ist ein einziger großer Kabelsalat. Genau gleich verkabeln wir die zweite Bahnsteigsbeleuchtung. Der kurze Kabel ist hier von neuerer Bauart von 83. Das transparente Bahnhofsschild ist auch für die Beleuchtung ausgestattet. Die beschrifteten Transparentsteine zum Beleuchten gibt es schon seit 1956. Als Stromquelle brauchen wir jetzt noch den Transformator, den ich hier aus den Niederlanden mitbestellt habe. Ich habe ihn gemeinsam mit der niederländischen Pannenhilfe 1590 bekommen und bei dieser Gelegenheit habe ich auch noch viele Ersatzteile für mein laufendes Eisenbahnprojekt mitbestellt. Dieser Verkäufer hatte auch den Transformator, der ohne Zubehör ca. 10 € und vollständig mit Zubehör ca. 20 € kostet. Der Transformator ist ein unförmiger grauer Kasten. Auf der Schmalseite hat er den normalen 12-Volt Spannungsausgang, an dem wir jetzt die Beleuchtung anschließen können. Den Fahrstrom und den Fahrregler werden wir erst in der nächsten Folge bei den Zügen brauchen. Da werden wir uns auch den Schalthebel aus den 28 Teilen zusammenbauen. Inzwischen stecken wir nur einmal den Drehknopf an die 2 Noppen lange Technikachse. Wir stecken den Netzstecker ein und können dann unsere 12-Volt Beleuchtung an den Festspannungsausgang anschließen. Hier sehen wir die Straßenlampen aus der Nähe. Die Lampensteine haben Streulinsen, leuchten aber auch nach unten. Am Dach ist das Bahnhofsschild beleuchtet und eine 6. Lampe bauen wir in den Schalterraum ein. Die Lampen sind jetzt schon alle eingeschaltet. Es breitet sich langsam die Dämmerung aus und die Nacht bricht herein. Neben dem Bahnhof bauen wir uns jetzt noch das Straßenlampenset 7867 von 1983 auf. Es besteht aus 52 Teilen und man kann sich daraus 4 Straßenlampen für die Bahnstrecke bauen. Auf die Ständer kommen wieder die Gittermasten. Auf jeden Mast kommt hier nur eine Lampe, die mit einem 4 Noppen langen Achsstein befestigt wird. Unten auf den Ständer stecken wir eine dunkelgraue 2x6 Platte und der Sockel für den Ständer wird aus kleinen hellgrauen Platten gebaut. Mit diesem Ständer kann man die Straßenlampen an den Eisenbahnschienen befestigen. Den Leuchtstein schließen wir mit einem Kabel am Transformator an und die erste Lampe der Eisenbahnbeleuchtung ist fertig. Jetzt bauen wir uns noch die nächsten 3 Lampen der Packung auf. Eine Lampe stellen wir noch an die Eisenbahnstrecke und schließen sie an den Transformator an. Wir sehen hier den großen Kabelsalat, die Stecker werden nach der Reihe aneinander gesteckt. Bei der Verlängerung muss man aufpassen, dass es keinen Kurzschluss zwischen den offen liegenden Steckern gibt. Mit 2 weiteren Straßenlampen beleuchten wir den Bahnübergang.
Eine letzte Lampe habe ich auch im Bahnwärterhäuschen eingebaut. Jetzt können wir wieder die Sonne untergehen lassen und wir sehen, dass die Lampen das Bahnhofsgebäude und die Strecke schön ausleuchten. Die hängenden Lampen leuchten eher nach unten, die aufgesetzten Lampensteine leuchten mit der Linse nach vorne. Bei mir gibt es hier keine so eindrucksvolle Lichtstimmung wie bei Teura Custom, es sind aber keine modernen LEDs, sondern einfache 80er Jahre Glühlampen mit einer Unmenge Kabelsalat. Mir gefällt es eben zu basteln und zu probieren. Ich teste gerne alle Funktionen und möchte euch gerne zeigen, wie man mit einigen einfachen, originalen Bauteilen ein wunderschönes, stimmungsvolles Diorama für die Vitrine basteln kann. Mit dieser Lichtstimmung vom Bahnhof und vom Bahnwärterhäuschen, mit dem 12-Volt-Transformator und dem Beleuchtungsset, möchte ich das heutige erste Einleitungsvideo in die graue Eisenbahn von 1980 abschließen. In der nächsten Woche starten wir dann mit den Zügen los. Ich werde insgesamt voraussichtlich 4 Folgen brauchen, um euch alles zu zeigen, was von der grauen Eisenbahn 1980 herausgekommen ist. Ich bedanke mich bei euch allen recht herzlich, dass ihr heute zugesehen habt und wünsche euch allen noch ein wunderschönes Herbstwochenende. Auf Wiedersehen!